So, ich glaube, wir sind da. Hallo zusammen. Glaube ich zumindest. Ah ja, da sind wir. Wunderbar. Jetzt lasst mich noch kurz auf Twitch schauen, ob das auch funktioniert. Nice. Hi zusammen. Cool. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute eigentlich gerade da sind. Ich habe keinerlei Übersicht. Aber das ist okay. Ich habe den Chat, das ist das Wichtigste. Ja, hi, willkommen. Perfektes Timing mit dem LoL-Game gerade fertig geworden. Das freut mich natürlich. Wobei ich scheinbar... Ah doch, ich sehe den Chat ein bisschen verzögert scheinbar. Aber das ist okay. So, ja. Willkommen zur zweiten Morpheus School. Ich nenne sie einfach immer noch so. Ich glaube, ich sollte mal den Namen ändern. Aber okay. Wir wollen uns heute der kleinen Aufgabe widmen, die wir das letzte Mal angefangen haben. Sprich, wir wollen dieses Dialogsystem hier ein bisschen weiter implementieren. Also das ist ja nicht wirklich Code, das war ja eure Aufgabe und ich will mal so gucken, was ihr auch so gemacht habt. Also schreibt mir ganz gerne einfach. Und wir wollen das jetzt einfach mal angehen. Wir werden allerdings sehen, dass wir da nun ja relativ schnell an Punkte kommen, die nicht ganz so toll sind. Davor möchte ich allerdings noch ganz kurz sagen, was ihr für Vorkenntnisse braucht. Also wir werden heute nicht mit irgendwelchen speziellen Sachen hier wie List, Dict, Dateien oder JSON arbeiten. Wir werden mit if arbeiten, wir werden mit print arbeiten, Input und ein bisschen Variablen. Also das ist das, was ihr euch angeguckt haben solltet. Das solltet ihr auch schon gebraucht haben, wenn ihr da irgendwie angefangen habt. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles. Das heißt, wenn ihr irgendwie Schwierigkeiten habt oder sowas, dann stellt eine Frage. Ich sollte den Chat, wie gesagt, sehen können. Und danach geht es für die Patrons auch noch direkt in Discord in den Voice-Chat, falls es da irgendwie noch Schwierigkeiten gab. Ihr könnt euch natürlich auch gerne währenddessen schon irgendwie treffen für den Voice-Chat. Dann könnt ihr vielleicht gemeinsam eine coole Sache hier entwickeln, also irgendein cooles Dialogsystem. So. Jetzt ist allerdings die Sache, Dialogsystem, das werde ich nachher noch, oder das werde ich in den kommenden Videos noch ein kleines bisschen umschreiben. Und wir wollen jetzt heute mit dem Main-Spiel sozusagen beginnen. Also ihr seht, das Ganze wird so ein kleines bisschen Game werden. Allerdings jetzt nichts besonders Geiles mit Grafik oder sowas, sondern eher so eben so ein textbasiertes Game. Und deswegen haben wir hier unsere Main.py. So, selbstverständlich müssen wir dann hier ganz kurz die Konfiguration angucken. Und ich glaube, man kann es lesen, wenn man das Ganze groß genug habt. Ihr solltet sowieso vielleicht, wobei ihr könnt es eigentlich auch am Handy gucken und dann daheim nacharbeiten. Ich glaube, das geht ganz gut. So, Script Path ist jetzt in diesem Fall die Main.py selbstverständlich, die wir ausführen wollen. Und ja, wir fangen einfach mal direkt an. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Ich weiß nicht, wie viele von euch mich auf Twitch verfolgen. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen Danganronpa gespielt. Das Spiel, für die Leute, die es interessiert, schreibt sich so. Danganronpa sieht mega komisch aus, okay? Hat aber eine ziemlich interessante Story und wir wollen uns da mal so ein kleines bisschen dran orientieren, okay? Das heißt, wir fangen erstmal an und generieren uns eine Variable namens Start, okay? Das wollen wir dann am Ende ausgeben, oder was heißt am Ende? Das wollen wir direkt einfach ausgeben. Und ich nenne das Spiel jetzt mal einfach die freie Wahl, weil ich schlecht im Namen bin. Die freie Wahl. Aber wir werden sehen, dass man eigentlich nicht so viel freie Wahl hat, vielleicht. Das sollte man vermeiden. Dem einzig wahren Spiel mit wahrer Freiheit. So, wir kennen ja die ganzen Gerüchte, ne? So ein Spiel ist ja nicht wirklich, ne? Echte Freiheit kann man da ja nicht haben. Bei uns wird das selbstverständlich anders sein. Nein, natürlich nicht. Und wir wollen dieses Startdingens dann ausgeben. So, was wir hier schon sehen, ist eigentlich relativ simpel. Wir haben hier einmal eine Variable erstellt. Das ist ein sogenannter String, okay? Und ja, dieser String wird dann einfach ausgegeben. Du brauchst Vererbung hierfür definitiv noch nicht. Also heute machen wir definitiv nichts mit Vererbung. Die Klassen sind noch nicht mal dran. Das kommt sehr viel später. Chill. Okay. Wir wollen danach, also wir wollen das quasi einfach ausgeben, dass man so weiß, jetzt spielen wir ein Spiel. Und wir wollen selbstverständlich den User erstmal so ein kleines bisschen eine Auswahlmöglichkeit geben. Das heißt, wir sagen hier Wahl 1. So, was wir hier reinspeichern wollen, also damit generiert ihr quasi Variablen und diese Variablen heißen einfach Wahl 1. Was ihr da reinschreibt, völlig egal. Ihr könnt da Hans-Peter reinschreiben oder irgendwelche Zahlen oder eben auch Zeichenketten. Aber in unserem Fall wollen wir jetzt das reinschreiben, was der Benutzer jetzt tatsächlich auch eingibt. Okay? Das heißt, wir sagen hier Input. Und das fordert sozusagen den Nutzer auf, was einzugeben.
Und dann geben wir die Auswahl, okay, erstens, ja, meine Uhr ist auf 17 Uhr. Das liegt daran, dass ich jetzt in Windows bin und Windows und Linux Uhrzeiten vertragen sich nicht so richtig. Meine Windows-Uhr geht immer eine Stunde falsch, weil Windows einfach dumm ist. Okay, sagen wir natürlich cool. Das ist die erste Auswahlmöglichkeit. Dann weiß man gleich, wie das Spiel so funktioniert. Das ist irgendwie immer so ein ganz angenehmes Ding. Man weiß, wie das Game funktioniert. Und das zweite, was man eingeben kann, also falls man eine 2 eingibt, dann heißt das, wie soll das denn gehen? Das ist quasi jetzt das, was wir ausgeben. Also quasi, wir können mit dem Computer interagieren. Wir können sozusagen reden, ja, aber eben nur dieses begrenzte Reden, was wir aus Dialogoptionen kennen. Ich glaube, ihr wisst alle, wie man zockt. So, okay, das heißt, wenn wir hier, wenn wir eben, also ich gebe jetzt einfach mal hier noch einen weiteren String ein, wenn man eben zum Beispiel hier fragt, wie das gehen soll, dann braucht man natürlich eine Antwort. Und ja, dann sagen wir hier, okay, beziehungsweise wir erklären einfach ganz kurz, egal ob der User fragt, wie das jetzt funktioniert oder nicht, also egal ob er jetzt hier cool sagt oder fragt, wie das jetzt hier funktioniert, wir geben in jedem Fall einfach aus, das ist ganz einfach, wie gerade eben. Also ihr seht, das ist sehr viel Text schreiben eigentlich und das ist tatsächlich das, was man bei einem Spiel meistens tut, Text schreiben. Kannst du ganz einfach wählen, was du sagen möchtest. Deine Antwort beeinflusst dann das Spiel. So, völlig egal, was hier eigentlich steht. Ihr könnt ein Spiel machen, wie ihr das wollt. Ja? Also ihr könnt wirklich euch frei ausleben. Das ist ein Spiel. Ja? Ihr wisst, wie viele verschiedene Spiele es gibt. Und da könnt ihr wirklich einfach kreativ werden. Das heißt, ihr müsst definitiv nicht übernehmen, was ich hier mache. Ihr könnt euch einfach vielleicht selber dann was überlegen und dann eben selber da Spaß damit haben. Okay. Ja, wir wollen jetzt hier dann einfach dieses 1 ausgeben, also diesen ersten String. Das ist quasi hier die Variable, die wir ausgeben. Kennen wir schon, haben wir hier oben auch schon gemacht. So, und jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen ein kleines bisschen mehr haben. Also wir wollen sozusagen den User zeigen, dass wir uns gemerkt haben, was er gerade ausgeben wollte. Das heißt, wir sagen hier if, und jetzt kommt das erste Mal if für euch, außer ihr habt es selber probiert, Wahl 1. Gleich. Achso, übrigens, kleiner Tipp für die IDE. Wenn ich jetzt zum Beispiel Wahl eingebe, wir haben keine Variable namens Wahl, aber wir haben eine Variable namens Wahl 1. Und es wird danach auf YouTube hochgeladen, ja genau. Das ist eigentlich automatisch dabei. Da muss ich gar nichts machen, das wird direkt gemacht. Was wird programmiert? Wir machen einfach das, was letztes Mal Aufgabe war. Quasi für euch ein bisschen und dann versuche ich zu erklären, was ihr danach noch machen könnt. Das heißt, was wir beim nächsten Mal dann machen. Sozusagen auch wieder als kleine Übungsaufgabe für euch. Das ist sozusagen jetzt begleitend zu den Python-Videos. Also wenn ihr da irgendwie angefangen habt, perfekt. So, also wenn ihr hier Wahl eingebt, dann seht ihr hier direkt, okay, wir haben keine Variable namens Wahl. Wir haben hier Start, wir haben Wahl 1 und wir haben 1, ja. Wenn ihr jetzt aber bei Wahl seid und Steuerung Leertaste in PyCharm drückt, dann wird das automatisch für euch vervollständigt. Macht das Leben ein bisschen leichter. Okay, und ja, wenn Wahl 1 dann eben gleich 1 ist, das heißt, er hat das hier gesagt, dann geben wir aus, die Antworten in eine Liste zu speichern. Das machen wir nachher noch. Genau, wenn die Antwort eben Wahl 1 ist, dann sagen wir hier Eingabe ist gleich cool, weil er hat ja nicht cool eingegeben, ja. Er hat ja eben nur 1 eingegeben. Das ist so das, wie wir uns daran orientieren wollen. Und wir wollen jetzt hier eben das Ganze ausgeben. Zum Beispiel weiß ich, dass du gerade... So, und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wie können wir das hier ausgeben? Bei Print wird ja immer eine neue Zeile angefangen. Und diese neue Zeile, die wollen wir jetzt hier verhindern. Das heißt, wir wollen das alles auf einmal ausgeben. Wir wollen vielleicht sogar noch einen Anführungsstrich ausgeben, also quasi so, das hast du gesagt. Und das machen wir, indem wir hier vielleicht nicht dieses Anführungsstrich-Teil benutzen, also die doppelten, sondern ein einfaches. Oder, was wir auch machen können, Backslash und dann eben dieses Anführungsstrich. Dann wird dieser Anführungsstrich, dieser doppelte, wirklich ausgegeben durch diesen Backslash. Und das hier beendet dann wieder die Zeichenkette. Das heißt, diese Zeichenkette geht bis einschließlich diesem Anführungsstrich hier. So, wie können wir jetzt hier diese Eingabe ausgeben? Nun ja, können wir so machen mit einem Plus. Das heißt, wir sagen Plus Eingabe, Plus und dann wieder hier natürlich einen neuen String, also quasi eine neue Zeichenkette, die dann hinten dran gehängt wird. Ja?
So, hier müssen wir natürlich das Anführungsstrich, was wir hier hatten, also das da, müssen wir eigentlich wieder beenden. Also wir müssen nicht, aber in einem deutschen einem deutschen Satz macht es Sinn, Anführungsstriche wieder zu beenden, wenn man sie aufgemacht hat. Ganz einfach. So, deswegen machen wir das hier. Und dann sagen wir hier gesagt hast. So, bis jetzt recht einfach, oder? Wie kommt ihr so mit? Also gebt mir gerne mal Feedback, ob das passt oder ob das schwierig ist so. Einmal ganz kurz. Ich mache so lange einfach mal weiter. Ihr könnt einfach schreiben und ich lese das dann einfach währenddessen. So, das ist jetzt, wenn er cool gesagt hat. Wenn er eben nicht cool gesagt hat, dann hat er, wie soll das denn gehen, vielleicht gesagt. Das ist erstmal nur Python, dieses Format. Das ist einfach quasi so eine kleine Übung nebendran, okay? Das ist quasi begleitend zur Python-Reihe. Also wenn du da irgendwie anfängst, ist das hier eigentlich perfekt zum Nebenher machen, so als kleines Übungsprojekt. Weil ich gemerkt habe, dass vielleicht manche da Schwierigkeiten hatten. Okay, also falls er diese 2 eingegeben hat, dann hat er sagen wollen, wie soll das denn gehen? Beziehungsweise wollte er das sagen. Das heißt, die Eingabe war eben das hier. So, und jetzt merken wir schon, eigentlich wollen wir genau dasselbe ausgeben, nur eben mit dieser Eingabe hier. Dass die Eingabe das hier ist. Das heißt, wir müssen da irgendwas anderes machen. Und zwar könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, hey, wir geben das hier einfach direkt unten drunter nochmal aus. Weil Eingabe habe ich ja jetzt hier gerade anders definiert, okay? Das heißt, in meiner Variablen habe ich hier oben cool drin stehen. Und hier unten habe ich in meiner Variablen Eingabe, die heißen genau gleich, habe ich, wie soll das denn gehen, drin stehen. So, das heißt, wenn ich hier oben dieses Print ausführe, dann wird hier ausgegeben, zum Beispiel weiß ich, dass du gerade cool gesagt hast. Und hier unten wird ausgegeben, zum Beispiel weiß ich, dass du gerade, wie soll das denn gehen, gesagt hast. Okay? Also das ist quasi jetzt einfach nur dadurch, dass sich dieser Inhalt hier geändert hat, ändert sich der komplette Satz, der ausgegeben wird. Und darauf basiert eben dieses ganze Spiel, sozusagen. Ich könnte ein Format Strings benutzen, aber ich finde es ehrlich gesagt so ein bisschen einfacher, wenn man so direkt sieht, wo was ist. Deswegen mache ich das immer. Gut. So, warum packe ich das jetzt hier in diese if und elifs? Naja, es gibt ja noch die dritte Möglichkeit, nämlich, dass er irgendwas komplett anderes genommen hat. Also zum Beispiel, dass er gesagt hat, hey, ich habe weder 1 eingegeben, ich habe weder 2 eingegeben. Vielleicht habe ich sowas wie eine 3 eingegeben oder vielleicht habe ich du Idiot eingegeben. Könnte alles sein. So, jetzt wurde ich wahrscheinlich gerade demonetarisiert auf YouTube, weil ich Idiot gesagt habe. Egal, ich tue es wieder. Und ja, jetzt können wir eigentlich das hier uns sparen, dieses Eingabe, weil er hat ja irgendwas anderes eingegeben. Was wir natürlich auch rauslesen könnten, in Wahl 1 steht das ja drin, aber wir wollen ihn dann einfach quasi erstmal zusammenscheißen, weil er das Spiel nicht so spielt, wie wir das wollen. Oh ja, Wahl 1, selbstverständlich, danke dir. Und genau, dann wollen wir ihm quasi sagen, hey, so geht das nicht. Wir wollen, dass du dich an die Spielregeln hältst. Zum Beispiel, Quatsch, nee, nicht zum Beispiel. Doch, zum Beispiel weiß ich, dass du mich gerade veräppeln wolltest. Du hast nämlich nicht 1 oder 2 eingegeben. So. Okay. Nicht wirklich schwer bis hier, würde ich mal so behaupten. Aber ja, es ist schon ein bisschen interaktiver geworden. Das heißt, man hat jetzt nicht einfach nur, hier wird irgendwas ausgegeben, sondern man hat wirklich irgendwas Interaktives. So, aber das Spiel hat eigentlich noch gar nicht angefangen. Also wir sehen, wir müssen schon Code schreiben, damit wir so ein Spiel zusammenkriegen. Das ist ein Tutorial begleitend mit Live-Coding und ja, sozusagen ein kleines Begleitprojekt zur Python-Reihe, was ich sozusagen immer größer aufbauen möchte. Und am Ende habt ihr sozusagen hier alles mal gesehen, was man so okay, nicht alles, aber einiges gesehen, was man in Python machen kann und dadurch auch ein bisschen Übung gekriegt. Wie gesagt, das solltet ihr eigentlich zu Hause machen oder quasi für euch machen und dann einfach mal gucken, was könnte man bei euch noch verbessern oder wo hattet ihr Schwierigkeiten, dazu ist das da. Okay, und ja, dann gehen wir hier einfach her und fragen ihn nach seinem Namen. Ganz easy. Das heißt, wie ist dein Name? Und er gibt dann am besten seinen Namen ein. Er kann dann natürlich eingeben, was er möchte. Wir haben hier keine Ausweiskontrolle oder sowas. Den Code kannst du, ja, du kannst ihn ein bisschen minimieren. Das ist aber nicht unbedingt das, was man hier muss. Also du musst ihn jetzt nicht irgendwie kleiner machen oder sowas, sondern man soll ihn ja auch noch lesen können. Und diese Texte hier, die, ja,
kann man so durchaus drin stehen lassen. Was wir aber gleich sehen werden, ist, dass das halt einfach nicht ausreicht, wenn wir zum Beispiel mehr als einmal irgendwas machen wollen. Oh, ich habe kein Tee mehr und keinen Kaffee mehr. Das ist ungünstig. Egal. Okay, wir sagen Hallo und dann eben den Namen. Wie lange wird der Stream gehen? Eigentlich nicht so lange. Wir wollen erstmal uns das Ganze noch angucken, so ein kleines bisschen weitercoden. Und dann werde ich natürlich noch Fragen kurz beantworten, so nebenher. Je nachdem, wie viele Fragen kommen, wahrscheinlich so maximal bis 19 Uhr. Also bei mir 18 Uhr, weil ich eine Stunde falsch bin. Aber eine Stunde ungefähr höchstens, denke ich mal. Ist ja noch relativ einfach. Und wir haben jetzt auch nicht so viel vor heute. So, jetzt wollen wir natürlich fragen, ob er das Spiel eigentlich spielen möchte. Spielen. So, und da werden wir schon gleich sehen, wie eigentlich die Mechanics so sind bei den Spielen à la Telltale oder sowas. Da ist nämlich relativ wurscht, was ihr eingebt. Ja? Das heißt, möchtest du ein Spiel spielen? Wenn ich tippen könnte, wäre das deutlich einfacher. Ja oder nein. So, und hier sehen wir auch gleich noch eine andere Mechanik. Denn wenn ich ihn jetzt hier so frage, möchtest du ein Spiel spielen, ja oder nein, dann ist das hier die Eingabe. Also man könnte jetzt Ja eingeben oder man könnte Nein eingeben, aber viele Leute werden vielleicht auch Ja eingeben, kleingeschrieben. So, und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt abgedeckt. Das heißt, man müsste hier jetzt mehrere Dinge auf einmal abfragen. Oder man macht es ein bisschen cleverer, indem wir sagen, wenn Spiel spielen, Punkt lower gleich Ja ist. Was bedeutet das? Nun, das heißt, egal ob er alles in Großbuchstaben eingibt, egal ob er ein kleines J und ein großes A eingibt, ein großes J, ein kleines A, ist alles dabei. Ja? Egal welche Schreibweise. Wenn er Ja eingibt, egal ob groß oder klein geschrieben, dann schreiben wir sehr schön. Und dann passiert eigentlich im Endeffekt genau das wieder, was bei den anderen auch passiert. Ansonsten könnte er natürlich noch irgendwie Nein sagen. Das heißt, wir sagen hier Spiel spielen, Punkt lower, gleich Nein. Oh. Da müsst ihr aufpassen, dass dann euer Nein auch gleich Nein ist. Oder eben klein geschrieben ist. Und dann sagen wir hier nämlich, wir werden es trotzdem spielen. So, und ihr seht schon, wo das hinführt. Und wenn er irgendwas anderes eingegeben hat, dann sagen wir, du nimmst mich wohl nicht ernst. Nun lass uns anfangen. So. Okay, also das ist quasi, ja, das ist sozusagen hier diese Art und Weise, wie solche Spiele eigentlich in den meisten Fällen funktionieren. Also ihr habt hier ein paar Optionen, die unterscheiden sich dann so in einem kleinen Teil von eurem Game, aber eben nicht wirklich weit. Und irgendwann ist dann halt relativ schnell mal Schluss. So, also das heißt, man hat dann vielleicht so mehrere Stränge, die parallel ablaufen, aber meistens führen die dann irgendwie wieder zusammen. Und dann speichert man sich nur einzelne Entscheidungen. Das heißt, zum Beispiel könnt ihr euch entscheiden, wollt ihr jetzt Person A oder Person B töten, ja? Dann tötet ihr die eine Person und die andere Person bleibt am Leben. Völlig egal, der Rest läuft quasi gleich ab. Man merkt sich nur, welche Person tot ist und die andere Person übernimmt dann halt die Dialoge von dieser Person, im Normalfall. So, und das ist das Prinzip, nach dem die eigentlich immer funktionieren. Das heißt, es ist nur relativ wenig, was sich hier unterscheidet. Es ist eigentlich nur dieser kleine Unterschied, dass eben diese Person nicht die ist, sondern eben die andere. Das ist alles. Also, ja, das ist in den meisten Spielen so gemacht, weil natürlich dieses Strangprogrammieren, das heißt, dass ihr wirklich hier sagt, das und das unterscheidet sich komplett durch bis zum Ende, das ist super anstrengend und wirklich viel Code zu schreiben und das kostet natürlich Geld. Und deswegen macht man es eben häufig nicht. Okay, jetzt kurz zu unserem Spiel. Das wollen wir einfach ganz kurz ausgeben. Willkommen auf der Insel der Verzweiflung. So, ja, genau, wir machen hier einfach mal quasi so ein kleines Szenario. Du bist auf auf dieser Insel mit 5 Klassenkameraden. So, eines der schwersten Dinge in der Informatik oder generell beim Programmieren ist, Dinge zu benennen. Wie nennen wir die Klassenkameraden? Okay, nehmen wir sie Hans, Peter, Dieter, Brunhilde und Agnes. Okay.
Und jetzt wollen wir selbstverständlich kurz das Szenario erklären. Also wir wollen sagen, du kannst nie wieder zurück zu deinen Freunden und deiner Familie. Du bist für immer hier gefangen. Du bist für immer hier gefangen. Und dann noch das, wie man wieder rauskommt sozusagen. Außer du tötest jemanden. So, also ich weiß nicht, wer von euch das Spiel gespielt hat. Das war quasi das Ausgangsszenario. Es war nicht die Insel, es war ein Klassenzimmer im Endeffekt, aber ich habe jetzt hier eine Insel genommen. Und ja, ich fand das eigentlich ein ziemlich cooles Szenario. Wenn du jemanden tötest, dann darfst du, aber nur du, nach Hause. So, also ihr seht, das hat aktuell ein bisschen mehr mit Deutsch zu tun als mit Programmieren schon fast. Okay. Und jetzt noch ganz kurz. Der Witz ist, das gilt auch für die anderen. So. Und jetzt können wir den User interagieren lassen. Das heißt, wir wollen jetzt sozusagen ihm die Möglichkeit geben, alles so ein bisschen, nun ja, interaktiv eben zu gestalten. Das heißt, wir sagen hier, hey, was möchtest du als erstes machen? Das heißt, Aktion ist gleich. Und jetzt haben wir natürlich hier den Input. Okay. Nun, was ist der erste Input? Erstens, wir können die Insel absuchen. Absuchen. Also vielleicht nach irgendwelchen Gegenständen oder sowas. Das zweite, das geben wir mit \n wieder aus. \n ist übrigens eine neue Zeile. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das da oben erzählt hatte. Hatte ich das überhaupt schon mal irgendwo? Ah ja, hatte ich hier. Ist eine neue Zeile. Das heißt, ihr kriegt dann quasi automatisch den Zeilenumbruch rein, dass es eben nach zwei Sachen oder nach Dialogoptionen aussieht. Das zweite, was man machen kann, ist panisch schreien. Und das dritte, was man machen kann, ist, oh nein, man kann die Klassenkameraden nicht direkt töten. Man kann mit ihnen, mit Klassenkameraden sprechen. So. Und jetzt wollen wir genau das eben untersuchen. Das heißt, wenn wir hier sagen, okay, unsere Aktion, wenn das die 1 ist, dann wollen wir die Insel absuchen. So, das heißt, wir können uns irgendwie bewegen oder sowas. Das haben wir noch nicht implementiert. Dazu müssten wir jetzt ein Spielfeld implementieren und so weiter und so fort. Das machen wir alles irgendwann später, okay? Das heißt, wir sagen jetzt hier als erstes print, du findest einen Hammer. Ja, das ist alles, was wir kriegen. So, und jetzt müssen wir uns irgendwie speichern, dass wir diesen Hammer gefunden haben, okay? Das heißt, was wir jetzt hier machen ist, wir machen hier einen kleinen Absatz rein und speichern uns Hammer gefunden. So, und jetzt wollen wir natürlich das hier erstmal, nein, wir haben den Hammer nicht gefunden. Also wir, am Anfang haben wir natürlich den Hammer nicht gefunden. Das heißt, wir sagen hier, hey, du hast noch gar nichts gemacht, also hast du auch keinen Hammer. Du kommst nicht auf die Insel mit einem Hammer. Sprich, was machen wir hier? Wir sagen false. Ja? Das ist quasi das Nein. Das ist quasi das Nee, eben nicht. Und jetzt müssen wir uns hier festhalten, okay, der Hammer ist eben gefunden worden, weil hier haben wir ihn ja gerade gefunden, ja. Keine Sorge, das Spiel wird noch komplexer. Also, das ist jetzt erstmal das Grundgerüst, ja. Okay, wir haben einen Hammer gefunden. Das heißt, wir haben jetzt einen Hammer. Wuhu. Okay, das zweite, beziehungsweise elif, um genau zu sein, falls die Aktion gleich 2 ist, also dann wollen wir panisch schreien. Du schreist so lange, bis deine Stimme ruiniert ist und du weinend zusammenbrichst. Okay. Das müssen wir jetzt auch irgendwie speichern, dass wir quasi unsere Stimme gerade ruiniert haben, was ich übrigens auch gerade tue, was ich irgendwie immer tue, wenn ich aufnehme, aber egal. Stimme ist gleich true. Ja, das heißt, wir haben noch eine Stimme. Okay. Und hier müssen wir natürlich dann unsere Stimme auf false setzen. Das heißt, wir haben keine Stimme mehr.
Was das tut, werden wir gleich sehen. Habe ich mir schon was Cooles überlegt. So, das dritte ist mit den Klassenkameraden sprechen. Da müssen wir auch über elif gehen. Denn wenn man eben nicht 1, 2 oder 3 eingibt, dann, man könnte ja irgendwas eingeben. Wir können nicht jetzt jedes Mal annehmen, dass man hier sagt, hey, wir wollen 3 auf jeden Fall ausführen, wenn wir auch 5 eingegeben haben. Das können wir nicht annehmen. So. Und ja, jetzt haben wir hier im Endeffekt die Möglichkeit zu sagen, okay, unsere Aktion ist 3, wir wollen mit den Klassenkameraden sprechen. Und hier würden wir jetzt einen Dialog ausführen. So. Das heißt, wir würden jetzt erstmal fragen, okay, mit wem möchten wir sprechen und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen jetzt einfach nur Schreibarbeit, okay? Ihr könnt mit den Leuten reden, ihr könnt da machen, was ihr wollt. Sie sind alle verzweifelt. Es passiert einfach nichts, ja? So, wenn wir jetzt mit denen gesprochen haben, dann haben wir quasi nichts erreicht. Also es tut sich einfach quasi gar nichts. Das ist jetzt, also ihr könnt da gerne noch richtig komplexe Dialoge einbauen, werden wir auch noch machen. Machen wir jetzt aber aktuell gerade mal nicht. Denn was wir jetzt merken ist, wir müssten dieselbe Frage die ganze Zeit stellen. Das heißt, wir gehen hier von oben, also wir gehen den Code ja wirklich von oben nach unten durch. Wenn wir hier unten angekommen sind, dann haben wir quasi das Spiel einmal zu Ende gespielt. Das heißt, wir können hier jetzt nicht mehr irgendwie weitermachen. Was wir aber machen wollen würden, ist, wir wollen diese Frage danach direkt wieder stellen, okay? Das heißt, wir wollen natürlich nur, wir wollen zum Beispiel, ja, den ganzen Code hier eigentlich nochmal ausführen. Wir wollen ihn so lange ausführen, bis irgendwas Cooles passiert ist. Und ja, jetzt haben wir natürlich hier nicht mehr die Möglichkeit, das alles so einfach weiterzumachen. Wir müssten quasi einfach hier wirklich Copy-Paste machen. Und deswegen benutzt man normalerweise Schleifen. Das heißt, wir sagen hier einfach, wir wollen das so lange machen, bis der Benutzer irgendwie das Spiel verloren oder gewonnen hat. Und das machen wir mit while true. Und ja, das hatten wir jetzt noch nicht, das habe ich euch letztes Mal nicht gesagt, aber ich denke, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das einzuführen. Wir wollen diesen Dialog hier die ganze Zeit ausführen. Einfach von vorne bis hinten immer. Das ist quasi unsere Main Game Loop, so heißt das Ding. Man spielt diesen Teil des Codes die ganze Zeit. So, ist relativ langweilig, weil wir ja aktuell immer nur dasselbe machen und das wollen wir natürlich nicht. So, das heißt, wir können zwar die Insel absuchen, wir können sie immer absuchen, aber wir finden nur dann einen Hammer, wenn wir auch wirklich noch keinen Hammer gefunden haben. Es liegt nur ein Hammer auf der ganzen Insel. Das heißt, if Hammer gefunden, also wenn der Hammer schon mal gefunden wurde, dann eben nicht. Dann sagen wir hier, okay, hier hat sich nichts getan, oder du findest nichts. So. Und ansonsten finden wir eben diesen Hammer. Das heißt, wir könnten das jetzt entweder mit einem else machen und nur dann einen Hammer finden. Oder, weil ich ein neues Konzept einführen möchte und das einfach mal ganz sneaky hier reinpacke, wir machen ein Continue. Continue bedeutet, der aktuelle Schleifendurchlauf wird unterbrochen und wir fangen wieder von oben an. Das bedeutet, hier wird ausgegeben, du findest nichts. Und der restliche Code, also alles, was unten drunter kommt, dieses Print, dieses Hammer gefunden, die elifs und was eventuell hier unten drunter noch steht, das wird quasi einfach weggeschmissen und wir landen wieder hier oben bei dem while true. Das heißt, wir sagen wieder Hammer gefunden. Oh, das sollte ich vielleicht nach außen lagern. Sonst wird das nichts. Sonst können wir jedes Mal den Hammer neu finden. Das heißt, wir landen wieder hier oben und es wird wieder gefragt, welche Aktion wir eigentlich machen wollen. So. Und natürlich haben wir jetzt hier den Hammer schon gefunden, das heißt, wir finden hier nichts mehr. Okay, die zweite Aktion. Wir schreien so lange, bis unsere Stimme ruiniert ist und wir haben danach keine Stimme mehr. Offensichtlich können wir nicht mehr panisch schreien, wenn wir keine Stimme haben. Wir können aber auch nicht mit den Klassenkameraden sprechen, ohne eine Stimme zu haben. Das heißt, was machen wir? Naja, diese Option hier können wir nur machen, wenn wir eine Stimme haben. Das heißt, if Stimme, dann können wir ihn das fragen. Aber ansonsten können wir nur die Insel absuchen, im Endeffekt. Aber was wir hier nicht machen, oder das wollen wir eigentlich hier gar nicht machen, wir sagen hier einfach, deine Stimmbänder tun so weh, dass du dich schlafen legst. Schlafen legst. Okay, das ist PyCharm hier. Und das, was wir hier programmieren, ist Python. Das ist relativ simpel aktuell noch, aber das wird immer mehr wachsen und wachsen. Okay. So, was wir jetzt hier haben, ist, wir haben immer noch keine Stimme danach. Genau, das wird ein kleines Text-Adventure. Warum kein Switch-Case? Warum doch? Also bei 3 benutze ich normalerweise immer if. Und
bei 4 vielleicht dann ein bisschen mehr. Aber ich habe vorgesetzt oder quasi vorausgesetzt, dass ihr if könnt. Ich habe nicht gesagt, dass ihr switch case könnt. Deswegen, ja, habe ich das hier jetzt mal ohne gemacht. Genau. Deine Stimmbänder tun so weh, dass du dich schlafen legst. Das heißt, was wir hier machen wollen, ist, wir wollen die Stimme selbstverständlich wieder auf True setzen, damit wir danach wieder eine Stimme haben. Und beim nächsten Durchlauf, achso, dann sagen wir hier auch noch Continue dazu. So, und beim nächsten Durchlauf wollen wir quasi einfach sagen, okay, du hast wieder eine Stimme, du kannst wieder panisch schreien, wenn du das möchtest. Oder du kannst mit deinen Klassenkameraden sprechen. So. Mit Klassenkameraden sprechen ist genauso nur möglich, wenn wir eben eine Stimme haben. Und ja, das ist sozusagen unsere Main Game Loop erstmal. Okay, jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit auch zu sagen, wir haben einen Hammer. Ja? Und das heißt, wir sagen hier oben drüber von mir aus oder wir sagen hier, was wir machen wollen. Aber wir können hier oben sagen, if Hammer gefunden, dann sagen wir einfach nur Folgendes. Wir haben jetzt hier mehrere Aktionen und ihr seht, das Ganze wird relativ schnell recht fett, okay? Also wir haben hier die Option Insel absuchen, wir haben die Option panisch schreien, wir haben die Option mit Klassenkameraden sprechen und wir haben eine vierte Option, eine vierte Option, wie habe ich die Klassenkameraden genannt? Sekunde. Hans, genau. Hans erschlagen. So, genau, und dann haben wir hier natürlich noch das Elif für die vierte Option, also quasi ein kleines Elif Aktion gleich 4. Dann sagen wir hier, du schlägst mit dem Hammer auf Hans ein, aber er stirbt. Du darfst nach Hause, aber erleidest ein Trauma und begehst Selbstmord. The End. Wunderschön, oder nicht? Okay, das ist jetzt unser Game. Ich will es mal ganz kurz spielen, wir sind noch nicht fertig für heute. Ich will natürlich mit euch noch ganz kurz weitermachen, selbstverständlich, weil das ist jetzt, wie gesagt, nur eine sehr, sehr kurze Variante davon, von dem, was ihr eigentlich machen solltet. So, und hier habe ich schon den ersten Fehler quasi begangen. Ich habe hier nach dem Backslash N ein Leerzeichen reingepackt, aber ist okay. Damit kommen wir, glaube ich, klar. Okay. Willkommen zu Die freie Wahl, dem einzig wahren Spiel, mit wahrer Freiheit. Erstens, cool. Das ist ganz einfach. Okay, wie ist mein Name? Morpheus oder Cedric, mir egal. Hallo Morpheus, möchtest du ein Spiel spielen? Nö. Warte. Nö. So. Und jetzt kommt hier natürlich erstmal raus, du nimmst mich wohl nicht ernst. Nun lass uns anfangen. Willkommen auf den Blablabla. Und jetzt können wir hier die Insel erstmal absuchen. Wir schreien erstmal ein bisschen panisch rum, weil wir Angst gekriegt haben. Du schreist so lange rum, bis die Stimme ruiniert ist und du weinend zusammenbrichst. Deine Stimmbänder tun so weh, dass du dich schlafen legst. Genau, jetzt haben wir wieder eine Stimme. Das heißt, wir können weitermachen. Ich finde if persönlich besser als switch case, muss ich leider sagen. Zumindest in den meisten Fällen, weil switch case, ja, es ist nicht wirklich übersichtlicher. Also, es ist ein bisschen übersichtlicher, aber ein if tut genauso seinen Zweck und if ist halt einfach mächtiger als ein Switch Case. Bei Switch Case kannst du halt wirklich nur über eine Variable drüber switchen. So, deswegen benutze ich eigentlich ganz gerne if. Ah, ja, natürlich, die Facecam ist auf der falschen Seite. Es tut mir leid. Nein. Okay. Jetzt sollte es gehen. Ich finde das witzig, wenn man sich da selber einmal hin und her schiebt. Okay. Dann sehen wir hier, okay, deine Stimmbänder tun so weh, dass du dich schlafen legst. Und jetzt können wir hier mit Klassenkameraden sprechen. Passiert nichts, sie sind alle verzweifelt. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch eine Option. Und wir wollen die Insel absuchen. Gut, wir finden einen Hammer. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, Hans zu erschlagen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir nicht hatten bisher. Und wir sehen, dass wir nichts sehen. Achso, ja, richtig. Warum ist jetzt hier gerade das nicht richtig ausgegangen? Naja, ganz einfach, weil ich hier 4 Hans erschlagen habe. Aber danach frage ich immer noch if Stimme. Hier muss ich natürlich, also hier wird quasi dann einfach gesagt, okay, ich muss meine Aktion sozusagen überschreiben, ja.
Das heißt, das ist quasi jetzt ein Fehler, den ich da eingebaut habe. Ich werde hier gefragt, möchte ich mit dem Hammer Hans erschlagen? Und danach wird das hier ausgeführt, falls ich eine Stimme habe. Das heißt, es ist auch so ein kleines bisschen tricky sozusagen. Es bringt mir jetzt quasi gar nichts, hier irgendwas zu machen. Ich kann wieder panisch schreien. Jetzt muss ich jetzt versuche ich Hans nochmal zu erschlagen, aber meine Stimmbänder tun so weh, dass ich mich schlafen lege. Es funktioniert einfach quasi nicht. Ich kann also, diese Frage hier darf ich nur stellen, wenn der Hammer nicht gefunden wurde. Und das mache ich, indem ich quasi zwei Abfragen verknüpfe. Ich muss eine Stimme haben und ich darf den Hammer nicht gefunden haben. Das heißt, not Hammer gefunden. Hammer gefunden. Okay? So. Und das hier muss ich jetzt zu einem Elif umwandeln. Beziehungsweise ich könnte auch einfach hier sagen, Elif Stimme. Und else, dann tun mir eben die Stimmbänder so weh. Okay, das heißt, wenn ich meinen Hammer gefunden habe, habe ich alle 4 Möglichkeiten. Egal, ob ich eine Stimme habe oder nicht. Das müsste ich vielleicht noch ein bisschen ändern hier. Wenn ich keine Stimme habe. Ja, wobei, wenn ich keine Stimme habe. And Stimme. Also wenn ich keine Stimme habe, aber trotzdem Hammer, dann möchte ich mich trotzdem ausruhen, weil mir meine Stimmbänder einfach so wehtun. Und Mördern ist was die Stimme natürlich beansprucht, ist logisch. Falls ich eine Stimme habe, aber kein Hammer, dann mache ich das hier. Und ansonsten mache ich eben das hier. Ja? Okay. Und jetzt probieren wir es ganz einfach nochmal ganz kurz. So. Wie soll das gehen? Hallo, kein Name eingegeben. Wir wollen das hier nicht machen. Und jetzt wollen wir erstmal die Insel absuchen, selbstverständlich. Und danach wollen wir Hans erschlagen. So. Du schlägst mit dem Hammer auf Hans ein, er stirbt, du darfst nach Hause, aber erleidest ein Trauma und begehst Selbstmord. Und dann landen wir wieder in dieser Game Loop. Jetzt, warum landen wir wieder in dieser Game Loop? Nun, weil wir hier ein While True haben. Das heißt, wir führen das für immer aus. Das war ja quasi das, was wir haben wollten. Aber wenn wir The End haben, dann wollen wir das natürlich nicht mehr weiter ausführen. Sprich, wir wollen hier dieses Programm beenden. Und entweder wir machen das jetzt folgendermaßen, wir sagen hier Exit, ja. Oder, das ist eleganter, das Programm hört natürlich automatisch auf, wenn wir quasi ganz unten angekommen sind in unserer Hauptdatei. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir beenden diese While-Schleife vorläufig. Also quasi bevor dieses True zu einem False wird, was es eh nie wird. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir brechen aus. Break. So, da kam gerade eine Frage, sehe ich das so richtig? If gefunden und Stimme oder Stimme. Wo genau? Das hier ist if gefunden und Stimme. Dann bräuchtest du allerdings 2 Unzeichen. Hier hast du if Stimme and not gefunden, sozusagen. Und hier hast du ein else. Ich glaube, das meintest du wegen dem Elif. Das brauchst du nicht. Genau, richtig. Wenn du hier oben Hammer gefunden und Stimme hast, ja, dann wird das automatisch quasi, also wenn das hier ausgeführt wird, wird der Elif-Teil nicht mehr ausgeführt. Auch der else-Teil wird dann nicht mehr ausgeführt. Es wird immer das erste ausgeführt, was gefunden wird. Das heißt, wenn ich hier als Aktion gleich 1 habe, dann wird nur das ausgeführt, während der Rest dann überhaupt nicht mehr überprüft wird. Egal, ob die Bedingung hier vielleicht auch true ist. Also ich könnte hier einfach auch eine Bedingung haben, true, würde keinen Unterschied machen. Ja. Das heißt, es würde eh nie überprüft werden, weil du eben hier oben als Aktion gleich 1 hast. Das heißt, das wird immer ausgeführt dann, wenn du 1 eingibst und das hier unten wird gar nicht, ups, das wollte ich nicht. Und das hier wird gar nicht mehr überprüft. Genau. Okay. Und dann machen wir natürlich einen Break, denn wenn wir Hans erschlagen haben und The End haben, dann ist das sozusagen unser Ende. Das heißt, das ist mehr oder weniger unser kleines Game. Das heißt, wir spielen das nochmal ganz kurz. Wir sagen hier cool. Wir sagen, wie unser Name ist. Und wir wollen das Spiel spielen, selbstverständlich. Wir wollen die Insel absuchen. Wir wollen Hans erschlagen. Und wir sind fertig. Und dann steht hier unten auch Process finished with exit code 0. Das bedeutet so viel wie alles in Ordnung. Okay, cool. Ja, und jetzt haben wir natürlich schon das erste Problem. Wir sehen hier, ist nicht so übersichtlich, ne? Das heißt, was wir jetzt machen wollen würden, falls wir auch noch zum Beispiel die Dialoge mit unseren Charakteren hier durchführen wollen, sie sind alle verzweifelt, aber das heißt ja trotzdem, wir könnten mit ihnen reden. Wenn du die ganze Zeit Hi spammst, dann kann ich leider keine anderen Kommentare mehr lesen. Das ist ein bisschen schade dann.
Genau, also wenn wir hier jetzt zum Beispiel einen richtigen Dialog noch durchführen wollten, dann müssten wir jetzt hier extrem viel Code noch reinschreiben und dann wird es sehr, sehr schnell unübersichtlich. Das hier ist schon sehr, sehr unübersichtlich. Aber wir wollen jetzt natürlich, dass das Ganze ein bisschen mächtiger wird und dazu gibt es Funktionen. Und Funktionen will ich euch mal ganz kurz so ein bisschen näher führen, aber schaut euch dazu die Videos bitte an, auch. Also das ist quasi wirklich nur begleitend zu den Videos und ich möchte euch jetzt zeigen, was ihr hier quasi reinbauen könnt, damit das ein wenig auch besser funktioniert. Und ja, wir machen jetzt hier einfach mal eine Funktion rein. Eine Funktion ist sozusagen etwas, was Code auslagert. Ja? Das heißt, wir haben zum Beispiel in diesem Dialogsystem, das ist ja die Aufgabenstellung von letztem Mal, die kann ich ja löschen. Und hier können wir einfach eine Funktion definieren, indem wir def schreiben. Das ist quasi die Variante, wie man Funktionen einfach definiert. Und dann sagen wir hier, okay, wir wollen, dass diese Funktion Dialog mit Hans heißt. Okay? So. Und dann packen wir hier sozusagen unseren Dialog mit Hans rein. Das heißt, Hans redet mit dir. Ich mache das jetzt hier kurz. Wie gesagt, das ist eure Übung für zu Hause, dass ihr das quasi einfach auch mal selber machen könnt. Ja? Und hier wollen wir jetzt allerdings auf dieses Dialogsystem zugreifen. Das heißt, wir müssen irgendwie den Dialog mit Hans durchführen können. So, selbstverständlich mit 3, sagen wir, mit Klassenkameraden sprechen. Das ist Plural. Das heißt, wir würden quasi mit mehreren Leuten sprechen. Das ist dann eure Übung. Das wollen wir eben dann später auch noch implementieren in der nächsten Morpheus School sozusagen. Und da dann auch noch ein bisschen das Ganze größer aufbauen. Okay, das heißt, wir sagen hier Dialog mit Hans. Nur damit ihr sozusagen wisst, wie ihr einsteigen könnt. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem, Dialog mit Hans existiert nicht. Und das Problem ist, dass Dialog mit Hans in einer anderen Datei drin ist. Das ist ja im Dialogsystem drin. So, jetzt, wie finden wir dieses Ding? Nun, wir müssen es importieren. Da wird eigentlich schon relativ klar, was wir machen müssen, wenn wir hier drüber fahren. Wir sehen hier vorne dieses rote Glühbirnenzeichen. Das bedeutet im Normalfall, ihr habt einen Fehler. Und das ist ziemlich nützlich. Ihr könnt auch Alt und Enter drücken. Dann kommt ihr allerdings nach ganz oben und die Rechtschreibfehler bei Deutsch möchte ich jetzt nicht korrigieren. Wir können aber auch hier einfach auf die Glühbirne klicken und dann steht hier Import Dialogsystem.dialog mit Hans, Create Function Dialog mit Hans, Rename Reference oder Ignore oder Mark all unresolved attributes of main as ignored. So, das letzte solltet ihr eigentlich nie machen. Das hat irgendwie wenig Sinn, sowas zu tun. Genauso das hier, da würdet ihr einfach den Fehler quasi ignorieren. Es würde euch quasi, während ihr das Programm ausführt, um die Ohren fliegen. Was ihr machen könnt, ist Rename Reference. Dann bedeutet das so viel wie, ihr müsst das Ganze umbenennen. Also das hier quasi umbenennen. Ja, das wollen wir aber nicht. Ihr könnt eine lokale Funktion namens Dialog mit Hans erstellen. Die wird dann in dieser Datei hier erstellt. Aber das ist auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja das Dialogsystem hier benutzen. Aber was ihr dann machen könnt, ist, ihr könnt einfach sagen, Import Dialogsystem.dialog mit Hans. So. Und das bedeutet so viel wie from Dialogsystem import Dialog mit Hans. Das ist quasi jetzt eine Funktion aus einer anderen Datei, die ihr verwenden könnt und die wird dann halt einfach ausgeführt. Okay? So. Das heißt, wir sagen hier, okay, wenn wir 3 machen, dann reden wir einfach mit Hans und wir führen das mal aus ganz kurz. Das ist jetzt Vorgeplänkel. Ich heiße in dem Fall jetzt 1. Ich möchte kein Spiel spielen. Ich tue es trotzdem. Und ich möchte mit meinem Klassenkameraden reden. Und dann steht hier, Hans redet mit dir. Und dadurch haben wir quasi jetzt die Funktion aus einer anderen Datei verwendet. So. Und das war eigentlich relativ simpel. Was ihr jetzt machen dürft, ist, ihr dürft euch hier ein bisschen austoben mit diesen Funktionen. Und ich will euch da ein paar kleine Hinweise geben. Ihr habt hier natürlich nicht nur eine Person, mit der ihr reden könnt, okay? Sondern ihr habt eben Hans, ihr habt, Sekunde, wie hießen die alle? Hans, Peter, Dieter, Brunhilde und Agnes, ja, habt ihr alle. Und ihr könnt mit denen allen Dialog führen. Ihr müsst aber erstmal diesen Hauptdialog quasi aufbauen, denn hier wisst ihr nur, dass ihr einen Dialog mit irgendwem führen wollt. Das heißt, ihr könnt hier im Dialogsystem dann erstmal so ein bisschen reinschreiben, hey, wir reden hier mit dem und dann das und dann das und da könnt ihr wirklich was Großes bauen. Ihr könnt dann zum Beispiel auch wirklich sagen, ihr wollt mit den anderen irgendwie zusammen einen Ausbruchversuch machen oder sowas. Das ist alles kein Problem, könnt ihr alles machen. Und ja, das würde ich euch so ein bisschen überlassen als kleine Übungsaufgabe.
Versucht das Ganze in Funktionen auszulagern. Das ist hier der große Punkt. Das heißt, ihr habt dann nicht nur mit einem geredet und das ist quasi so ein von oben nach unten durch, sondern ihr könnt dann auch sagen, okay, ihr überlegt euch, mit wem ihr redet und der gibt euch dann Informationen, die jemand anders wieder im Dialog verarbeiten kann. Okay? Und wenn ihr dann diesen Dialog hattet, dann könnt ihr diesen Dialog durchführen und so weiter und so fort. Und dadurch wird es ziemlich groß und ziemlich cool. Das heißt, vielleicht gibt es hier auch einfach ein alternatives Ende, als nur mit dem Hammer jemanden zu erschlagen. Das ist schon ziemlich bedrückend hier. Das heißt, hier drin könnt ihr einiges Cooles machen. Da werdet ihr auch Parameter brauchen, ihr werdet auch eben Funktionsaufrufe hin und her brauchen und so weiter und so fort. Und vielleicht sogar eine kleine Rekursion hier drin. Wer weiß, was wir da alles reinfinden. Das heißt, ja, schaut euch bitte einfach mal ganz kurz an, wie Funktionen funktionieren und tobt euch danach da aus und schreibt mir, wenn ihr Schwierigkeiten habt. Ja. Das ist eigentlich auch schon wieder für heute, was ich euch zeigen wollte. Ihr solltet jetzt eigentlich hier einen ganz guten Status haben. Ich werde euch den Code ich werde euch den Code einfach auf Google Drive hochladen, dann könnt ihr den runterladen, dann könnt ihr quasi genau hier weitermachen. Sinnvoller ist es, wenn ihr euer eigenes Spiel programmiert. Das wäre ja, durchaus sinnvoller, aber falls ihr irgendwie Schwierigkeiten habt oder sowas, dann stelle ich euch natürlich das hier zur Verfügung. Das heißt, klickt das Video dann einfach nochmal an auf YouTube, wenn es veröffentlicht wird. Das sollte relativ bald sein und ich lade direkt, wenn ich jetzt hier fertig bin, den Code auf Google Drive hoch. Warum nicht GitHub, ist eine gute Frage, weil ich GitHub noch nicht erklärt habe. Das mache ich noch, aber nicht dieses Mal. Und gibt es noch irgendwelche Fragen? Sonst würde ich das für heute erstmal ganz kurz schon beenden. Und mit den Patreons würde ich jetzt selbstverständlich noch mich ins Discord verziehen. Einmal ganz kurz Feedback. Sollen die Freunde dich auch töten können? Das kannst du durchaus einprogrammieren, wenn du das möchtest. Das ist auch eine sinnvolle Option. Du kannst dich zum Beispiel auch bei deinen Freunden unbeliebt machen und dann sagen, hey, der hat jetzt einfach keinen Bock mehr auf dich. Der bringt dich jetzt um. Der hat ein Messer dabei und dann ja, du bist leider ein bisschen zu spät, aber du kannst das Ding auch einfach auf YouTube angucken. Du kannst dann nur nicht mehr so richtig gut Fragen stellen, weil ich jetzt quasi interaktiv auf die Fragen auch eingehen kann. Ich weiß, wir sind immer noch recht am Anfang, aber ich glaube, so langsam kommen wir zu den Punkten, wo es dann wirklich auch interessant wird. Also das nächste, was ihr jetzt braucht, sind Funktionen. Videos dazu sind alle verfügbar und ich glaube, das ist auch das, was ihr jetzt hier braucht. Ja, genau, also eben, dann brauchst du es nicht mehr. Wann beginnt denn der Stream immer? Ich kündige das normalerweise auf YouTube an. Das heißt, ihr habt dann, oder normalerweise versuche ich immer Mittwoch 18 Uhr, also nicht jede Woche, sondern ich versuche das irgendwie so im 3-Wochen-Rhythmus zu machen. Weniger als 2-Wochen-Rhythmus werde ich nicht machen. Also häufiger als alle 2 Wochen wird sowas nicht rauskommen hier, weil ich eben euch auch die Zeit geben möchte, selber daran zu arbeiten und selber auch wirklich das zu programmieren, damit ihr da auch wirklich fit seid. Damit das, was ich euch jetzt hier live erzähle, sozusagen einfach nur ein Bugfixen ist, okay? Wenn bei euch was nicht funktioniert hat. Genau, und häufiger als 2 Wochen werde ich sowieso nicht schaffen. Und seltener als einen Monat versuche ich auch nicht. Das heißt, wir werden entweder alle 2 Wochen, alle 3 Wochen oder alle 4 Wochen so ungefähr hinbekommen, denke ich mal. Und ich versuche das immer so Mittwoch 18 bis 19 Uhr oder sowas zu machen. Aber wenn ihr die Glocke bei YouTube oder aktiviert habt, dann sollte das auch dabei sein. Ansonsten kann ich es auch gerne nur mal im Discord dann reinschreiben oder so. Ja. Okay, wenn keine Fragen mehr sind, dann war's das für heute. Wir werden die nächsten paar Tage, denke ich, noch mal ein bisschen auf Twitch zocken. Falls ihr da Lust drauf habt, dann könnt ihr mir da auch gerne ein Follow dalassen. Und ich müsste jetzt dann auch demnächst Twitch Affiliate vielleicht sogar werden. Wer weiß das schon. Dann könnt ihr mir da natürlich auch gerne einen Sub dalassen, wie ihr wollt. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt einfach. Ich denke, wir haben sehr viele Python-Programmierer. Nee, Star Wars geht leider immer noch nicht. Sehr traurig. Wir haben sehr viele Python-Programmierer auf dem Discord-Channel. Das heißt, ja, alles klar. Dann danke ich euch. Und falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir einfach irgendwo hier. Ich glaube, ihr findet da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.